Hallo. Hallo. Sand, der wirklich da auch in allen möglichen Varianten. Italiener kommen als Auto natürlich generell auf deiner Spur dir entgegen. Viel quasi Laub oder von den Bäumen. Ich weiß nicht, oder ob das Blüten waren. Aber auf jeden Fall etwas, das quasi echt auf der Straße liegt. Hallo, ihr lieben Leute. Ich bin zurück aus Sardinien und es war ein grandioser Urlaub. Aber was ich vor allem etwas extrem gefunden habe, waren die 100 Ways to Die of Sardinia, hätte ich mal gesagt. Deshalb starten wir mal so ins Video. Was habe ich alles gesehen auf der Insel? Und zwar Schafe, Ziegen, Menschen, und zwar nicht Menschen, die einfach so über uns am Straßenrand auf der Landstraße spazieren, sondern Sarden, die gefühlt einfach einen fitnessbewussten Lebensstil haben und Händchen haltend oder einfach nebeneinander auf der Landstraße, so breit wie ein Auto, auf deiner Fahrspur, entgegengesetzt deiner Fahrtrichtung, wie sich's gehört, spazieren gehen, die aber auch den Weg nicht Platz machen. Das heißt, die sind da einfach so breit und du kommst mit wahrscheinlich 100 aus der Kurve und siehst dann diese beiden, die einfach komplett cool weiter spazieren. Also die sind es auf jeden Fall gewohnt von Sarden, aber das muss man auf jeden Fall im Fokus haben, weil das ist verrückt. Genau, Pferde, wildlebende Pferde, Kühe. Das waren mal so die completely obvious Sachen. Okay, ich fahre vorsichtig vorbei, die warten auf die. Hallo, ihr Ferkelchen, Dodo. Hallo. Ja, da kommt. Die Straße ist ein ganz eigenes Thema für sich, weil es gibt Rollsplit eigentlich überall. Es gibt Rollsplit im Kreuzungsbereich, besonders häufig. Es gibt Rollsplit im Kreisverkehr. Es gibt Rollsplit an Straßenrändern. Das heißt quasi, sagen wir mal, da ist die Außenstraßenmarkierung. Und dann hast du locker so 20, 30 Zentimeter oft noch Rollsplit, besonders in den Kurven, der quasi da so liegt in der Nähe des Randes. Das heißt, würdest du einmal zu weit rauskommen auf innerhalb der Kurve, was aber noch innerhalb der Straßenmarkierungen wäre, wärst du trotzdem am Arsch, sage ich mal, weil da hast du schon wirklich Rollsplit. Auch am Kurveninneren gibt es wirklich sehr oft Rollsplit. Das heißt auch nicht die Kurven zu eng schneiden oder fahren. Einfach versuchen, eine gute Linie zu fahren. Aber ja, ich finde auch im Kurveninneren zu fahren ist eigentlich eine gute Linie. Deshalb ist es ein bisschen ungut, dass dann dort auch Rollsplit ist. Üble Sache. Dann haben wir natürlich auch gesehen Sand. Sand, besonders auch nach Regen, aber Regen ist noch ein eigenes Thema. Genau, Sand. Einfach bei Ein- und Ausfahrten sehr oft. Sarden fahren quasi überall rein in das Feld, auch wenn man das nicht für möglich halten würde. Einfach so ein wirklich harter Weg wie in Bosnien. Quer den Hang hinauf, Ausschwemmungen, alles. Das ist eine Ein- und Ausfahrt. Man kann sich eigentlich auch überall sicher sein, wo man einfach mal das Moped parkt und irgendwie jausnet oder vielleicht eine Drohnenaufnahme macht oder ähnliches. Einfach eine kurze Pause macht. Wenn das eine Einfahrt ist, auch wenn man denkt, da kommt niemand raus, da kommt auf jeden Fall jemand raus. Also wenn das eine gut ausgebaute Straße ist, kann sein, dass da eine halbe Stunde keiner kommt. Aber wenn das der letzte Feldweg ist, kommt dort jemand. Genau, also Sand, der wirklich da auch in allen möglichen Varianten. Ich habe Sandbänke gesehen, die da einfach in der Kurve sind. Dementsprechend hart runterbremsen, gerade drüber fahren, wieder rein in die Kurve. Also wirklich Sandbänke, was heißt das so? 1 Meter, 1,5 Meter Breite quasi. Und einfach jetzt nicht so, dass er wirklich, also er war schon auch festgepresst, sind schon viele Fahrzeuge wahrscheinlich drüber gefahren, aber trotzdem sehr uncool. Genau, manchmal einfach so leichter Sand. Ich habe wirklich keine Ahnung, manchmal so nur in den Spuren, wo quasi Autos fahren, Sand, manchmal einfach so komplett verteilt, leichter Sand. Ganz übles Thema. Dann natürlich Ölspuren. Also ich habe mindestens 4 Ölspuren auf Sardinien gesehen. Was übel ist, wir haben auch von einem schweren Unfall gehört, wo einfach 2 Mopedfahrer auf einer Ölspur ausgerutscht sind und quasi geradeaus in die Wand gefahren sind. Das hat uns der Mopedfahrer erzählt, der danach gefahren ist. Er hat gemeint, er weiß auch nicht, was mit denen los war. Man hat eigentlich den Ölfleck quasi dort gesehen. Er selbst hat auch ausweichen können, aber sagen wir mal, die Mopedfahrer waren dynamisch und sportlich unterwegs und haben damit wohl nicht gerechnet oder waren leider nicht in der Lage, dort noch auszuweichen und sind halt einfach dann geradeaus in eine Steinwand gefahren. Sehr übel. Genau, der Kerl hat uns gesamt von 4 schweren Motorradunfällen erzählt, die er quasi in einer Woche beobachten hat müssen und wo er auch teilgewohnt hat, quasi als einer der Leute, die halt vor Ort waren am Unfall. Ein ganz wichtiger Faktor, finde ich auch, war der Regen. Weil ich finde, der Regen hat quasi alles ein bisschen verändert. Man kennt eigentlich Regen, ich fahre auch super gern bei Regen. Regen ist absolut kein Problem. Ich liebe es sogar. Die Luft ist frisch. Irgendwo steigen meistens Wolken auf. Es ist einfach eine geile Atmosphäre, nach dem Regen dann zu fahren. Vielleicht kommt wieder irgendwo die Sonne raus.
Genau, aber auch im Regen fahren kein Stress. Auf Sardinien, ich weiß nicht, ob ich empfehlen würde, dass man bei Regen fährt. Wieso? Weil quasi echt alles irgendwie unterspült wird. Es kommt extrem viel Dreck von diesen ganzen Ein- und Ausfahrten raus. Sand, Erde, Gestein. Wir haben tatsächlich gesehen, die Straße ist irgendwo einfach komplett abgebrochen, weil sie weggerissen wurde. Und zwar echt auf so 100 Meter, war einfach nur noch eine Spur. Bei uns wäre bestimmt Totalsperre, aber dort hat man einfach paar Dinge aufgestellt und ja, den Verkehr quasi außen rum geleitet. War auch keine Ampel oder so, war halt einfach ein bisschen abgesperrt und dann ist die Straße halt einfach weg gewesen. Genau, Sand, Kiesel, Geröll und vor allem auch viel jetzt im Mai, viel quasi Laub oder von den Bäumen. Ich weiß nicht, oder ob das Blüten waren, aber auf jeden Fall etwas, das quasi echt auf der Straße liegt, halt genau in der Mitte, wo wir in der Regel Mopedfahrer fahren. Die Autospuren sind in der Regel dann freigefahren, aber macht wirklich einen extrem schmierigen und ja, so einen Film wie Laub, ihr wisst es schon, so eine Art ölige Schicht. Auf jeden Fall sehr, sehr kritisch und auf keinen Fall drüber fahren. Die Freundin hat zu mir auch mal gesagt, hey, der Arsch ist aber ganz schön gegangen. Da habe ich gesagt, ja, solange nur der Arsch geht, alles in Ordnung. Aber quasi bin da einfach nochmal schon gerade drüber gefahren, aber habe schon mit der Hinterradbremse gebremst, Arsch sofort weggeschmiert. War für uns nicht kritisch, aber trotzdem, wenn du dort mit der Vorderradbremse im falschen Moment anbremst, hast du halt einfach keine Bremswirkung, weil ABS einfach aufmachen wird und dann bist du gegebenenfalls zu schnell. Also wirklich übel. Die Straße nochmal, es sind sehr, sehr viele enger werdenden Kurven, was, wenn du sportlich fährst, eng werden kann. Also wirklich, meistens sind so 70% konstant und die letzten 30% gehen nochmal richtig rein. Und ja, du hast auf jeden Fall Bodenkontakt in der maximalen Schräglage, um hier schon rüberzukommen. Es macht auch richtig Spaß, wenn du nicht so schnell dran bist, aber ich würde sagen, sehr viele fahren an der Stelle einfach schon in den Gegenverkehr. Ich habe auch wirklich sehr viele im Gegenverkehr fahren gesehen, aber das kommt auch noch dann am Ende. Das sind nämlich die anderen Verkehrsteilnehmer. Und ja, was die Straße angeht, ist halt verrückt. Wir haben auch Tempolimits wie in Sizilien. Manchmal steht 10 km/h, manchmal steht 30 km/h, manchmal steht 50 km/h. Der Italiener fährt natürlich mindestens 120 km/h. Das ist echt eine verrückte Geschichte. Die Straße hat einfach wahrscheinlich durch Bodenbewegungen einfach so eine Absenkung um 20 Zentimeter. I don't know, manchmal bricht sie halt einfach rechts oder links weg. Dementsprechend, wie die Kurve geht, kann das auf der Außenseite sein oder kann das in der Innenseite sein. Du hast halt wirklich so Straßen-Asphalt-Sprengungen. Also ich habe wirklich an die Sachen gehört, wo bei uns im Sommer mal Asphaltsprengung war und es sind echt, glaube ich, 1 oder 2 Motorradfahrer gestorben, weil das auf der Autobahn passiert ist und die halt Fullspeed drüber gefahren sind. Solche Sachen sind dort quasi einfach der Alltag, wo quasi einfach der Asphalt gesprengt wurde. Entweder hast du einfach, ja, Vulkan mitten auf der Piste, kann nach oben gehen, kann irgendwie nach unten sein, kann Gras rauswachsen, kann einfach nur ein Riesenloch sein, können ganz viele verschiedene Zustände, können Spurrillen sein, können quasi wie ein See sein, also eine größere Fläche und einfach viele, viele fehlende Teile von Asphalt dann dazwischen. Und ihr werdet das bei den Fahreindrücken auf jeden Fall noch sehen. Genau, viele, viele, viele verschiedene Zustände, die hier auf jeden Fall übel enden können. Genau, wenn du quasi auf die Kurve anbremst, hast du entweder noch die Bodenwelle oder den Huckel oder das Loch oder was auch immer da alles entgegenkommen kann. Also zu empfindlich sollte man da so nicht sein. Und was ich hier auf jeden Fall sagen kann, elektronisches Fahrwerk ist halt echt Gold wert, weil das Ding dämpft halt einfach so viel weg, wo du dir sagen würdest, wenn ich ein Racebike hätte und das Ding ist zu hart eingestellt, weil du einfach sportlich fahren willst, dann hast du hier einfach Katapultfaktor 10 und du schießt drüber raus in die Hecke. Oder wenn du halt einfach zu schnell dran bist und das Ding entweder prellst dich durch oder du hast halt keinen Bodenkontakt, weil da einfach die Senke kommt und tust dir dann schwer, noch rechtzeitig runter zu bremsen. Also wirklich viele mögliche Zustände, die ich sehr übel finden würde und deshalb habe ich für mich echt gesagt, wow, Adventure Bike, gutes Fahrwerk, elektronisches Fahrwerk, Sardinien, echt mega geil, weil du hast halt alles, also auch wenn du sportlich fahren willst, stellst du es dir halt einfach ein und die Harley Pan America hat wirklich komplett überzeugt, also das Fahrwerk ist Gold wert, ich würde wirklich sagen, mega geil, es gibt nichts, was irgendwie zu vermissen wäre, genau, und du stellst halt einfach den Sportmodus mit einem ausgeglichenen Fahrwerk oder mit einem weicheren Fahrwerk oder auf einer besseren Piste machst du halt einfach ein hartes Fahrwerk, hast du Custom Modi, kannst du umschalten, dann hast du wirklich Fahrvergnügen pur. Aber wenn du halt einfach ein hartes Fahrwerk hast, dann hast du einfach keinen Spaß, weil du da halt einfach drüber bretterst oder musst halt manuell umstellen, sonst je nach Fahren. Aber ich persönlich würde sagen,
nicht zu hart einstellen, das Fahrwerk, wenn ihr da runterfährt, dass du einfach richtig Freude hast. Es gibt aber wirklich auch natürlich super gut ausgebaute Straßen, wo halt einfach alles perfekt ist und alles schön ist. Wir haben knapp 7200 Kilometer zurückgelegt in 3 Wochen Sardinien. Das war abzüglich 1400 Kilometer Anfahrt. Dann sind wir circa bei 5, 8, genau. Dann sind wir bei 5800 Kilometer. Auch viel Inland gefahren, viel angeschaut, viel Bergpässe gefahren, die jetzt nicht so Mainstream sind, einfach viel vom Land angeschaut und deshalb auch viel gesehen. Genau, wenn du quasi Hauptstraßen fährst und auch gewisse bekannte Gebiete, vor allem in der Südostküste, SS 125 und andere Sachen, dann ist dort einfach geiler Asphalt und das macht richtig Bock und richtig Laune. Wenn du auch mehr Sachen vom Land anschauen willst oder viel rumreist, dann kommst du halt auf alle möglichen Zustände, wie wir es auch in Sizilien gesehen haben. Verrückt. Und deshalb, wie ich hier mit der Fähre in Genua angekommen bin und einfach hier mal straight 700 Kilometer nach München gefahren bin, ich war der glücklichste Mensch. Autobahn auch perfekt ausgebaut, also auch auf der Autobahn oder Schnellstraße in Sardinien hast du das Senken, Bodenwellen, alles Mögliche kann passieren oder Baustelle, aber alle fahren einfach 120 durch, auch wenn theoretisch da 30 steht oder so. Ich war so froh, einfach hier wieder auf Festland Europa zu sein und die Straße war wirklich richtig gut. Und du konntest hier solide 140, 150 einfach fahren und es war einfach schön, konstant am Gashahn ziehen. Die Halle hat wieder perfekt abgeliefert und wir sind in knapp 6,5, 7 Stunden hier in München gewesen. Traumhaft. Und dann kommt noch der finale Faktor andere Verkehrsteilnehmer und ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das einfach dem Saisonstart geschuldet ist oder ob das allgemein Sardinien geschuldet ist. Schreibt es bitte auf jeden Fall auch gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Von den 3 Wochen bin ich quasi 2 Wochen einfach alleine rumgefahren und haben mir die Insel angeschaut und Freundin hat Remote Office gemacht und die 3. Woche haben wir gemeinsam Urlaub gemacht. Das heißt, ich war quasi mit allem schon alleine konfrontiert, bevor wir es dann mit der Freundin nochmal erlebt haben. Und ja, also die Freundin war komplett schockiert. Sie hat wirklich gesagt, es ist halt so, wie wenn du hier Jaufenpass oder Timbersjoch irgendwie am Wochenende fährst und das sind viel zu viele Mopedfahrer und alle schneiden die ganze Zeit die Kurve und alle kommen dir auf deiner Fahrbahn entgegen beim Kurvenausgang, bei der Serpentine oder einfach so bei so einer einfachen S-Kurve. Hat dir gar keine Freude gemacht. Italiener kommen als Auto natürlich generell auf deiner Spur dir entgegen, auch halbe Fahrbahnbreite auf deiner Spur. Sie sind meistens super schnell im Reagieren, aber ich habe das Gefühl manchmal, wenn sie erkennen, hey, der hat das voll drauf, dass du quasi als Mopedfahrer ausweichst, dann macht er auch nicht mehr Platz. Dann bleibt er einfach zur Hälfte auf deiner Spur. Aber ja, deshalb, also Autofahrer muss man natürlich damit rechnen, dass auf deiner Spur entgegenkommt. Busse gibt es extrem viel. Es gibt auch so eine sardische Buslinie, die fährt tatsächlich gefühlt auf jede Ecke der Insel, auch auf die Berge, auch auf die Pässe. Und die kommen auch auf deiner Spur entgegen, natürlich auch bei engen Kurven, nimmt auch mindestens die halbe Fahrspur ein. Ich habe einfach es immer so gemacht, wenn du siehst, da kommt ein Bus, da bleibst du halt einfach frühzeitig stehen und lass den einfach hier ganz gemütlich rüberfahren, weil es geht ja um ein friedliches Miteinander. Die freuen sich auch alle, die bedanken sich. Wenn du es halt nicht mehr siehst, schaust du halt bestmöglich Platz zu machen. Er macht Platz und du solltest halt immer auch diesen Sicherheitspuffer einplanen. Aber ja, Autos und Busse sind natürlich ein Ding. Aber, was ich primär sagen wollte, andere Mopedfahrer. Und da ist die Frage, ob das jetzt Italiener sind oder Touristen. Ich würde sagen, die meisten, die meine Freundin geschreckt haben und die ich schon gesehen habe, waren Touristen. Auch oft sehr übel, wenn sie halt in Gruppen fahren, irgendwie so 7, 8 Leute. Und was ich auch oft festgestellt habe, der mittlere scheint irgendwie ein bisschen langsamer zu sein als die Gruppe. Das heißt, der fängt irgendwie an, die Kurve zu schneiden. Habe ich echt mehrfach gesehen. Quasi die ersten 3 kommen hart angeschossen, aber sind quasi auf der Linie und der 4. kommt einfach direkt auf deiner Spur entgegen. Ich würde annehmen, er will halt einfach dranbleiben an der Gruppe, aber für mich gibt es an der Stelle echt keine Ausrede für die Gruppe. Also bitte, liebe Leute da draußen, wenn ihr irgendjemand in der Gruppe habt, der dem Tempo der Gruppe nicht gewachsen ist oder wo ihr einfach seht, er schneidet eine Kurve, auch wenn es completely obvious ist, dass da in dem Moment keiner kommt, aber es kommt dann halt immer einer. Und wenn der gleich schnell kommt, wie ihr kommt, ist es immer sehr gefährlich. Sagt ihm das bitte einfach und sagt ihm, er soll nicht so fahren. Lasst ihn als letzter fahren und dann hat er auch einfach, also für mich, für mein Verständnis, hat er auch in der Gruppe einfach nichts zu suchen und fahrt einfach auch nicht mit so einem Kollegen. Er müsste einfach ihr auch eine Entscheidung fürs Leben treffen, weil wenn der als 4. komplett einschlagt in was auch immer, dann sind die 3, die dahinter einschlagen, auch mit dabei in der Regel. Und es ist einfach ungeil. Und natürlich auch Sicherheitsabstand gibt es keinen. Italiener heizen sowieso im Abstand von Zentimeter und auch wenn da so 7, 8 Touristen oft fahren,
dann ist der Abstand von Moped zu Moped vielleicht 5 oder 7 Meter bestenfalls. Und ja, wenn es einen zerlegt, fahren wahrscheinlich mindestens 2 noch mit drauf. Also auch sehr üble Sache. Aber ja, genau. Viele schneiden Kurven, Mopedfahrer vor allem. Viele fahren einfach auch. Also ich würde sagen, keiner hat immer die perfekte Linie, aber man sollte halt wirklich auch schauen, wenn du eine Kurve fährst, dass du mit deinem Körper nicht in den Gegenverkehr reinragst. Beispiel, es kommt der Bus entgegen, willst du auch nicht auf der Windschutzscheibe kleben. Dasselbe ist natürlich auch mit Mopedfahrer, wenn er eine Linie fährt und du eine Linie fährst, aber du mit deinem Körper in seiner Linie drin hängst, funktioniert das auch nicht. Einer muss die Linie anpassen und ich habe wirklich auch mit vielen Mopedfahrern auf der Insel geredet und das Resümee war so einfach, du kannst als sicherer Fahrer nicht immer deine Linie fahren, weil da halt jemand entgegenkommt. Deshalb bist du ja der sichere Fahrer, weil du dann auch noch anpasst und er hat Platz. Aber das ist halt allgemein ein sehr ungutes Gefühl und meine Freundin hat sich sehr unwohl gefühlt. Und wieso halt auch der Vergleich hier mit Dimmelsjoch und Jaufenbast bei uns, da hast du es halt auch, viele machen am Wochenende eine Tour und schneiden halt die Kurven in alle Arten, fahren irgendwie die Kurve ganz außen an, ganz innen, fahren einfach gerade durch. Und ja, wenn da so eine leichte S-Kurve ist, das Ding ist, wir Mopedfahrer sind alle sehr schmal und wir können ganz easy jemanden nicht sehen, der da einfach rauskommt aus dieser S-Kurve, auch wenn es so aussieht, als ob da keiner ist und da wäre auch wahrscheinlich kein Auto, aber da kann auf jeden Fall ein anderer Mopedfahrer rauskommen. Das heißt, die Regel ist einfach, 2,5 bis 3,5 Meter ist deine Spur. Das ist genau das Fahrvergnügen, das du dir gönnen darfst und sollst. Ich sage tatsächlich auch immer, an dieser Stelle nicht passt, ja, man darf Kurven schneiden, aber du musst dir halt 1000% sicher sein, dass da keiner kommt. Und das Ganze nur äußerst selten. Äußerst selten. Deshalb bin gespannt, ob es das ins Video schafft. Das heißt, ja, andere Motorradfahrer sind auf jeden Fall eine Gefahrenquelle. Und wie gesagt, wir haben wirklich von 8 Leuten gehört, die einen schweren Unfall hatten. Wir haben täglich nahezu Hubschrauber fliegen gesehen. Die Rettungskette scheint wirklich super schnell zu funktionieren in Sardinien. Haben alle sehr begeistert erzählt. Aber ja, Frontalkontakt mit Gegenverkehr ist eine sehr schlechte Option und es ist es nicht wert. Also deshalb, ich würde wirklich jedem sagen, natürlich, klar, wie immer bei uns, schön vorsichtig fahren. Man hat keine Eile, auch in der Gruppe, wenn andere schnell fahren. Man muss nicht schnell fahren. Es gibt diesen Grund, wieso ich alleine fahre und wieso ich mit meiner Freundin hinten als Sozius fahre und wieso ich sehr glücklich bin, dass meine Freundin nicht allein fährt, weil du brauchst auf jeden Fall eine super Selbstkontrolle als Motorradfahrer. Und wenn da ein Tempo zugange ist, das dir nicht behagt, dann mach es einfach nicht. Genau, wenn deine Freunde schneller fahren, lass sie schneller fahren. Trefft euch an irgendeinem Punkt. Man muss nicht mitheizen und eben, wenn ihr einen in der Gruppe habt, ich sage immer, einer ist immer die Schwachstelle und dann endet es für Worst Case mehrere fatal. Das lohnt sich nicht. Deshalb fahre ich alleine. Genau. Und deshalb passt auch auf eure Leute um euch auf. Und wenn ihr euch auch unwohl fühlt, weil jemand anderer einfach zum Beispiel zu wenig Sicherheitsabstand oder andere oder irgendwie schon mal komisch fährt oder so, ihr einfach nicht sicher seid, ihr seid links hinter euch, rechts hinter euch oder überholt ihr vielleicht doch, dann sprecht das an. Fahrt notfalls nicht mit dem oder der. Die Entscheidung muss jeder für sich treffen. Genau, habe ich auch schon angesprochen, wenn ich mit Kollegen fahre. Ich würde sagen, 80% der Leute, die da draußen in Motorradgruppen fahren, haben zu wenig Sicherheitsabstand. Das sollte mindestens 3 bis 4 Mal so hoch sein. Wenn er in die Hecke steigt, kannst du noch immer entspannt aufrichten und einfach sagen, ich bremse dort, ich helfe ihm, okay? Aber auf keinen Fall kommst du irgendwie in Kontakt mit dem Motorrad, mit dem Fahrer oder mit ähnlichen Zuständen. Genau. Du weißt ja auch nicht, wenn der in ein gegenkommendes Fahrzeug fährt oder so, was passiert mit dem, wo steht das dann am Ende? Vielleicht brauchst du noch irgendeine Auswahl an Optionen, wo du die Linie ziehst, damit du da durchkommst. Genau, Puffer ist mehr. Deshalb, also das war Sardinien so ganz grob. Das ist auf jeden Fall eben ein Thema, das ich euch noch mitgeben will, falls ihr jetzt diesen Sommer oder dieses Jahr noch dahin fährt. Ich finde das super wichtig zu erwähnen. Wir alle sollten auf uns aufpassen. Wir alle sollten darüber reden. Wir alle sollten sicher fahren. Ihr wisst, ich verbrenne gern Reifen und ich habe richtig Spaß, aber ich fahre bewusst jetzt Reise-Enduro, weil ich einfach gemütlicher fahren will auch oft und es genießen will. Darum geht es ja primär. Und auf keinen Fall niemals andere Leute in Gefahr bringen. Aufpassen. Ich denke, das war alles. Deshalb auf jeden Fall ride hard, ride safe. Passt auf euch auf. Sardinien ist das Paradies. Es ist wirklich traumhaft. Es ist so eine Kombination aus Irland, Dolomiten, Meer, Karibik, Sandstrände. Es ist einfach ein Traum. Es ist wirklich geil. Bis bald. Man sieht sich. Die Videoserie startet demnächst. Also auf jeden Fall dranbleiben, Like und Abo da lassen.
Bis bald. Tschüss.